empfangen. Hier ist Radio DARC. Sie hören unser wöchentliches Technikmagazin auf Kurzwelle, UKW und per Webstream. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be listening. This is Radio DARC with our weekly Technics magazine on shortwave, FM and per webstream. Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio DARC. Unser Magazin richtet sich an alle Technikinteressierte, an Funkamateure und Kurzwellenhörer. Die heutige Ausgabe trägt die laufende Nummer 275. Ich bin Cody Sarin und ich darf Sie wie immer durch die kommende Sendung führen. Die Corona-Krise wälzt unsere Gesellschaft und die Wirtschaft gefährlich um. Die Welt nach der Krankheit wird nicht mehr sein wie früher. Welche Auswirkungen das alles speziell für die Funkamateure und die Arbeit des Deutschen Amateur-Radioclubs haben könnte, das analysieren wir in der heutigen Sendung. Musikalisch haben wir heute Bella Italia im Fokus. Auf Wunsch einiger italienischer Hörer spielen wir in unserer heutigen Sendung noch ausschließlich italienische Titel. Ja, der Italiano Vero ist nun zu Gast. Der echte Italiener, wie das auf Deutsch heißt. Hier ist Toto Cutugno mit Italiano Vero. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Amateurfunk gewinnt durch Corona-Epidemie an Bedeutung. Virtuelle Ham-Radio vom 26. bis 28. Juni. US Contest University lebt online über die Bühne und Alda Schlemm-Niemeyer feiert 100. Geburtstag. Der Amateurfunk in Großbritannien hat während des Covid-19-Sperrverbotes einen bedeutenden Aufschwung erfahren. Ein kürzlich erschienener Artikel der BBC zitiert die Radio Society of Great Britain mit der Aussage, dass viele ehemalige Funkamateure nun zu ihrem Hobby zurückkehren. Der Geschäftsführer des Vereins, Steve Thomas, Mike 1, Alpha Charlie Bravo, sagte, dass sich die Lizenzprüfungsanträge verdreifacht haben, seit soziale Distanzierungsregeln eingeführt wurden. In Großbritannien gibt es ebenso wie in Deutschland etwa 75.000 Funkamateure. Die RSPC hat vor kurzem zusammen mit dem National Health Service und der Amateurstation Golf Bravo 1 November Hotel Sierra die Kampagne Get on the Air to Care ins Leben gerufen. Mitte April stellt die RSPC Amateurfunkprüfungen der Foundation-Klasse für Einsteiger online. Pete Triple, Mike 0 Papa Sierra X-Ray, sagte gegenüber BBC News, dass er einen so massiven Anstieg der Nachfrage nach Schulungskursen und Prüfungssitzungen noch nie zuvor beobachtet habe und die Anzahl der Kursangebote erhöhen musste. Auch in anderen Ländern und in Deutschland hat sich das Interesse nach dem Amateurfunk sprunghaft erhöht. Hören Sie zu den Umwälzungen durch Corona einen Beitrag hier auf Radio DARC im Anschluss an die Funknachrichten. Die Messegesellschaft Friedrichshafen und der ideelle Träger der Ham Radio, der Deutsche Amateur-Radioclub e.V. arbeiten derzeit intensiv an einer Online-Ham Radio, die vom 26. bis 28. Juni im Internet stattfinden soll. Da wegen der politischen Beschränkungen die größte europäische Amateurfunkveranstaltung in diesem Jahr nicht, wie gewohnt, in den Messehallen von Friedrichshafen am
Bodensee stattfinden kann, wurden Aussteller und Vereine dazu aufgerufen, ihre Neuheiten und Produkte vorzustellen. Und auch das Bodensee-Treffen sowie Teile des Rahmenprogramms sollen den virtuellen Besuchern ein Stück Atmosphäre vermitteln. Eine Übersicht neuer Amateurfunktechnik ist genauso in Planung wie Vorträge und Ehrungen. Aktuell arbeitet das Koordinationsteam an der inhaltlichen Ausgestaltung. Die bisherigen Planungen sind sehr vielversprechend. So der erste Vorsitzende des DARC e.V., Christian Enzfellner, Delta 3 Mike Bravo Golf. Weitere Informationen und Internetlinks werden in der Juli-Ausgabe der CQDL veröffentlicht, die am 19. Juni erscheint. Auch hier auf Radio DARC werden wir Sie weiter auf dem Laufenden halten. Bereits jetzt weit fortgeschritten ist die Ausgestaltung der SDR Academy, die auch Teil der Online-Ham Radio ist. Die Software Defined Radio Academy findet dieses Jahr online am Samstag, dem 27. Juni, allerdings in etwas veränderter Form. Referenten und Moderatoren treffen sich zunächst in einem virtuellen Raum auf einem Videokonferenzserver. Dieses Verfahren wird von vielen Ortsverbänden bereits in sehr ähnlicher Form bei Video-OV-Abenden genutzt. Im Fall der Academy nimmt auch ein Videoadministrator an der Videokonferenz teil und erzeugt mit einer Aufnahmesoftware einen Stream dieser Konferenz, von wo aus er allen interessierten Zuschauern auf der ganzen Welt in Echtzeit angesehen werden kann. Zudem ist es möglich, den Stream anzuhalten oder auch später anzuschauen. Alle Vorträge können außerdem auch nachträglich einzeln angesehen werden. Ein genauer Ablaufzeitplan für die SDRA ist in Ausarbeitung. Eine andere große Amateurfunkveranstaltung hat bereits erfolgreich online stattgefunden. Das war die Contest University des amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL. Normalerweise läuft diese weltbekannte Fortbildungsveranstaltung als Teil der Amateurfunkmesse DORTMUND ab. Diese musste aber heuer das erste Mal in ihrer 68-jährigen Geschichte infolge der Corona-Pandemie abgesagt werden. Den YouTube-Stream mit einer beachtlichen Länge von 10 Stunden kann man über das Internet abrufen. In der Videobeschreibung findet man zeitliche Sprungmarken zu den einzelnen Themen. Der interessierte Zuschauer findet hier unter anderem folgende Themen auf Englisch. Low-Band-Antennen für kleine und große Grundstücke. Alles, was man über serielle Interfaces wissen muss. Tipps und Tricks zum Digital Contesting und Optimierung der Station für Contestbetrieb. Der US-Amateurfunkverband ARRL hat auf seiner Webseite eine Sektion mit dem Titel ARRL at Home Hamvention zusammengestellt, bei der ARRL-Mitglieder auch eine besondere Botschaft von ARRL-Präsident Rick Roderick, Kilo 5 Uniform Romeo, zum Thema finden. Am 18. Mai feierte die brasilianische Funkamateurin Alda Schlemm-Niemeyer mit dem Berufszeichen Papa Papa 5 Alpha Sierra November ihren respektablen 100. Geburtstag. Sie ist damit die wohl älteste Funkamateurin der Welt und weit über die Grenzen Brasiliens hinaus bekannt. Alda wurde im brasilianischen Joinville geboren und wuchs in Curitiba auf. Als junges Mädchen kam sie nach Deutschland. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges blieb sie, ihre Schwester und ihre Mutter 9 Jahre lang hier im Land und konnte kriegsbedingt nicht nach Brasilien und zu ihrer Familie zurückkehren. Alda arbeitete als Krankenschwester, heiratete in erster Ehe und hatte 3 Kinder. 1945 kehrte sie nach Curitiba zurück. Getrennt und später verwitwet, heiratete sie dann den Arzt Dr. Erico Niemeyer, mit dem sie 3 weitere Kinder hatte. Heute ist sie Großmutter von 13 Enkelkindern. In den 70er Jahren entdeckte sie ihr größtes Hobby, den Amateurfunk. Seit 1976 gehört sie dem Amateurfunkclub von Blumenau in Südbrasilien an. Größere Bekanntheit erlangte sie in den Jahren 1983 und 1984, als sie mit Hilfe des Amateurfunks maßgeblich bei größeren Überschwemmungen in Brasilien Hilfe leistete. 1995 erschien das Buch SOS, ein Tal ruft um Hilfe, bei dem sie als Co-Autorin mitwirkte. Ivan Dornello, Papa Yankee 3, India Delta Romeo, hat eine Dokumentation über Alda gedreht, welche auf YouTube abrufbar ist. In portugiesischer Sprache gehalten, kann man sich Untertitel einblenden lassen und diese automatisch auf Deutsch übersetzen lassen.
So, das waren unsere aktuellen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nach Brasilien wieder ein Sprung zurück, nach Europa, nach Italien. Wir spielen heute mal ausschließlich Titel aus Bella Italia. Und was könnte italienischer sein als Giuseppe Verdi mit seinem fantastischen Werk Va Pensiero aus der Meldungen. Viele behaupten, die Corona-Krise werde sich als Wendepunkt der Menschheitsgeschichte erweisen. Danach werde nichts mehr so sein wie vorher, lautet die stereotype Redewendung. Wir kennen dieses Vokabular aus Zeiten nach den Terroranschlägen von 9/11 und im Gefolge der Lehman-Krisen. Weniger spektakulär, aber dafür vielleicht realistischer ist es, diese Krise nicht als Wendepunkt, sondern als eine Art Beschleuniger zu betrachten. Auf uns wartet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Ende der Welt und auch nicht der Zerfall Europas. Was aber abzusehen ist die Welt, die Ökonomie und vor allem die Telekommunikation, die inzwischen technologisch digitalisiert wird. Vielleicht erhalten wir in diesen krisenhaften Tagen einfach eine Art Preview auf unser Leben, das in Zukunft stattfinden wird. Das Virus funktioniert demnach wie ein strenger Lehrmeister und der Staat ist uns momentan zur Nachhilfe in Zukunftskunde. Der Virus unterbricht das traditionelle, das analoge Leben. Das Theater, den Flugverkehr, die Olympischen Spiele, den schulischen Präsenzunterricht und den stationären Einzelhandel, um uns mit Ritualkontakte in die Rituale des neuen digitalen Lebens einzuführen. Wir entdecken plötzlich die Welt des Streaming, des E-Sports, der digitalen Lehrmittel, dringen immer tiefer vor in die Paläste des E-Commerce, in Showrooms der digitalen Dienstleister und die Kontakthilfe der algorithmischen Partnervermittlung. Die Tapete zu unserer neuen Welt befindet sich inmitten unserer Handy-Displays und auf dem Bildschirm unserer Computer. Alle Aktivitäten, die man von zu Hause aus erledigen kann, profitieren. So auch der Amateurfunk. Es ist ein Hobby, bei dem man sich weltweit gratis austauschen kann. Mit seinen Freunden in der ganzen Welt kann man so reden. Der Amateurfunk wurde lange totgesagt und als romantisches Hobby für ewig gestrige alte Herren verstehen, reibt man sich nun die Augen bzw. Ohren, denn auf den Bändern ist es so voll wie noch nie. Die alte Welt der Fußballspiele, der Konzerte, der großen Festivals, nichts wird mehr so sein wie früher. Die Angst wird stets unser Begleiter sein. Das Neue wird nach dieser Pandemie nicht mehr neu, sondern selbstverständlich sein. Womit wir beim Anstieg der deutschen Industriekonzerne und dem Aufstieg der Technologiereise sind, deren Geschäftsmodell von der Corona-Pandemie in geradezu märchenhafter Weise beflügelt werden. Für diese Tech-Konzerne ist die Krise keine Krise, sondern ein Auftrittsmittel. Die Aktien von Apple, Facebook und Netflix gehen durch die Decke. Amazon, der Online-Gigant, profitiert wie kein zweites Unternehmen von der Schließung des Einzelhandels. Wachstum auf 5 Jahresaussicht 380%. Es sind dieses Mal aber nicht nur die spekulativen Bewegungen an den Weltpapiermärkten, sondern es sind die handfesten Veränderungen der Realwirtschaft, die in diesen Zahlen ihren weithin sichtbaren Ausdruck finden. Das weltweite Geschäftsgeschehen erlebt einen so noch nie dagewesenen Digitalisierungsschub. Die weitreichenden Reiseverbote verlagern auch Geschäftstermine in virtuelle Meetingräume. So berichtete Ende März der weltweite Internetknoten DECIX in Frankfurt im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise eine Verdoppelung der Streams für Videokonferenzen. Der Versandhandel liefert nahezu alles, was der Einzelhandel nicht mehr liefern darf. Das Ergebnis ist, während in Deutschland Kurzarbeit beantragt wird und in den USA die Arbeitslosenmeldungen nach oben schießen, will Amazon 100.000 neue Jobs schaffen. Von Ausgangssperren und Kontaktverboten profitieren auch die großen Streaming-Unternehmen. Sie gehören zu den Stay-at-Home-Stocks, also den Bleib-zu-Hause-Aktien. Laut Internetfachleuten steigert sich im März der Datenverkehr in sogenannten Content Delivery Networks, die beispielsweise Videos von Anbietern wie Netflix, Nintendo oder Disney Plus bereitstellen, um 50%. Fazit: die Krise als Chance. Und das ist kein leerer Managerspruch, sondern die Realität in diesem Frühjahr 2020. Wohlstand und Technik auf der Welt werden neu verteilt. Wir beobachten nicht nur die Abendsonne der Industriegesellschaft, sondern sind selbst Teil einer neuen Morgenröte. Ein Teil dieser Morgenröte kann auch der gute alte Amateurfunk sein.
Es ist ein technisches Hobby, also ebenfalls ein Stay-at-home-Stock, das in diesen Zeiten womöglich wieder viele neue Anhänger finden wird. Das war ein Beitrag von Sarah Heinrich für den Radio des DARC. Wir haben gerade in einem Beitrag von Sarah Heinrich gehört, dass die Umbrüche der Corona-Krise unsere Gesellschaft gehörig umgestalten werden. Was für die Industrie, den Handel und das Bildungswesen im Allgemeinen gilt, das gilt im Besonderen auch für den Amateurfunk. Die sowieso schon stattfindenden Umbrüche werden auch in unserem Hobby durch die aktuelle Krise nur noch beschleunigt. Was sind diese Umbrüche, was sind diese disruptiven Neuentwicklungen, die da aufziehen? Einmal gewinnt der Amateurfunk an sich an Bedeutung. Beliebte Freizeitbeschäftigungen wie Sportveranstaltungen, Festivals, Konzerte und Kultur sind erstmal auf Eis gelegt. Alles verboten. Zu gefährlich scheint es der Politik zu sein, Tausende oder gar Zehntausende von Menschen auf einem Fleck zusammenkommen zu lassen. Klar, irgendwann wird sich das alles wieder schrittweise normalisieren, aber ein Zurück zu alten Verhältnissen wird es wohl nie mehr geben. Die Angst vor großen Menschenansammlungen und vor Ansteckungen wird auch in Zukunft unser Begleiter sein. Da sind in Zukunft eher Freizeitbeschäftigungen gefragt, die man alleine oder im kleinen Kreis ausüben kann. Und da ist der Amateurfunk ideal. Einfangen kann man sich da nur einen Computervirus, wenn man nicht vorsichtig ist, aber keine Infektionen. Und das Beste, man muss dennoch nicht alleine sein. Man hat ja Zehntausende von gleichgesinnten Funkfreunden in der ganzen Welt erreichbar über den Äther. Eine tolle Sache. Der zweite große Trend wird sein, dass sich der Amateurfunk zunehmend digitalisiert. Früher war Bastelei mit Drähten, Spulen und Röhren angesagt und das Morsekästchen war das Mittel der Wahl. Heute natürlich alles eher ein Fall für das Museum. Der moderne Funkamateur oder die moderne Funkamateurin beschäftigt sich mit Software-Defined Radio, mit FPGA-Programmierung und mit dem Einsatz von moderner Dekodiersoftware, wie beispielsweise den genialen Sachen von Nobelpreisträger Joe Taylor, K1JT. Immer raffinierter werden die Dekodieralgorithmen, immer umfangreicher die Leistungsmerkmale dieser Programme. Heute findet vieles vom Amateurfunk in der Software statt. Corona wird diesen Trend verstärken. Ja, und der dritte große Veränderungsbereich, den ich sehe, ist die Art und Weise an sich, mit der wir gesellschaftlich miteinander umgehen. Dass es nicht immer eine Dienstkraft sein muss, wenn geschäftlich etwas zu besprechen ist. Homeoffice und Homeschooling sind die Schlagwörter dieser Tage. Das gilt auch für den Amateurfunk und für Veranstaltungen des Deutschen Amateurradioclubs. Tausende von Vereinsbesprechungen und UV-Abende finden nun mit Videokonferenztools statt. Lizenzkurse werden per Internet abgehalten und auch statt der Ham Radio in Friedrichshafen ist eine entsprechende virtuelle Veranstaltung mit speziellen Messeangeboten von Händlern vorgesehen. Und last but not least werden auch beliebte Amateurfunkveranstaltungen wie die SDR Academy, die Contest University und das Amateur Barcamp nun online stattfinden. Manche mögen das bedauern und das Internet nur für einen miesen Ersatz für echte Präsenzveranstaltungen halten. Aber das ist zu kurz gedacht. Über kurz oder lang werden diese neuen Online-Formate Einzug halten in den Alltag unseres Vereinslebens und auch komplett neue Möglichkeiten eröffnen. So könnte man beispielsweise Referenten aus Australien oder den USA für einen Vortrag gewinnen, ohne dass diese persönlich anreisen müssen. Eine Riesenchance, wie ich meine. Es eröffnet völlig neue Möglichkeiten und Corona hat uns nur darauf gestoßen, dass diese Möglichkeiten bestehen. Ort und Zeit spielen keine zentrale Rolle mehr. Die alte, analoge Welt ist tot. Ich bin als Softwareentwicklerin über diese Entwicklungen natürlich sehr glücklich. Ich bin sozusagen eine Donna Felicita. Hier ist die italienische Gruppe Nuovi Angeli aus dem Jahr 1971 mit Donna Felicita. Das war mein Kommentar von Eva Maria, DG9 MFG.
Radioclubs e.V. für mehr Informationen. Dann können auch Sie bald zu den Menschen gehören, die diese faszinierende Welt kennenlernen. Info unter darc@darc.de. Nochmal darc@darc.de. Wir sind auch in Facebook unter darc-e.v zu finden. Die Meldungen. Umfassend informiert bei Radio DARC. Echte DX-Expeditionen sind wegen der Corona-bedingten Reisebeschränkungen derzeit rar. Viele Vorhaben sind momentan erstmal auf Eis gelegt. Dennoch, ganz ohne Funkevent ist die Welt auch derzeit nicht. So sind viele Sonderstationen in der Luft, um bestimmte Anlässe zu würdigen. Ein solcher Anlass ist das 35-jährige Jubiläum der SDR-Technik. Damit untrennbar ist ein berühmter Name verbunden. Das ist der Unternehmer, Hochfrequenztechniker und Wissenschaftler Professor Dr. Ingenieur Ulrich Rode. Zeichen Delta Juliet 2 Lima Romeo bzw. November 1 Uniform Lima. Professor Dr. Ulrich Rode feierte am 20. Mai 2020, also diesem Jahr, seinen 80. Geburtstag. Er zählt zu den Pionieren der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik und gilt als Erfinder der SDR-Technik, der digitalen Signalverarbeitung per Software. Als Inhaber mehrerer Firmen in den USA und Teilhaber des bekannten Münchner Elektronikunternehmens Rode und Schwarz GmbH und Co. KG hält er zahlreiche Patente und wissenschaftliche Auszeichnungen. Zudem ist Ulrich Rode Autor diverser Fachpublikationen. Er lehrt als Professor für Hochfrequenztechnik an 4 Universitäten. Erstmals beschrieben wurde die SDR-Technik vor 35 Jahren in einem Kongressbeitrag von Professor Ulrich Rode für die Third International Conference on HF Communication Systems and Techniques in London. Um die hohe Bedeutung der digitalen Signalverarbeitung für die Kommunikationstechnik im Allgemeinen und den Amateurfunk im Besonderen zu würdigen, ist während des gesamten Jahres 2020 die Sonderstation Delta Lima 35 SDR aus dem Großraum München aktiv. Für sie wurde auch der Sonder-DUK 35 SDR vergeben. Nun nochmal eine Ladung Musik für Bella Italia. Hier sind die Nuovi Angeli mit Vacca di Vaccadu aus dem Jahre 1971. Umsetzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Das Funkwetter sagt uns wie jede Woche, mit welchen Ausbreitungsbedingungen die DX-Jäger und die Kurzwellenfreunde diese Woche rechnen können. Gespannt sind wir vor allem auf die Sporadic Eagle-Norm, die ja gerade angelaufen ist und die uns super Verbindungen bei mittleren Distanzen beschert. Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky vom HS-Referat des DARC, hat dazu die aktuellen News für uns. Eine große und eine kleine aktive Region sind derzeit auf der Sonne sichtbar. Beide gehören sie zum neuen Zyklus und eine davon ist sogar ein Wiederkehrer. Aber sie entwickeln bislang nur winzige Sonnenfleckchen. Sie helfen uns also nicht wirklich weiter, abgesehen mal davon, dass wir seit längerer Zeit wieder so ein Gebilde vor Augen haben. Der solare Flux hat ein klein wenig angezogen, bis auf 71 Einheiten. Wird das jetzt noch was mit diesen aktiven Regionen? Schwer zu sagen, aber ihre Aktivität flaute zuletzt wieder ab. Es sieht also eher nicht danach aus, dass da noch mehr kommt. Eine kurzfristige Steigerung der Sonnenaktivität ist also weiterhin leider nicht zu erwarten. Das Erdmagnetfeld ist aktuell ruhig bis sehr ruhig. Und auch da gibt es keine Zeichen für eine Veränderung. Wir kommen jedoch durch die Umdrehung der Sonne um ihre eigene Achse jetzt wieder auf die Seite mit der etwas löchrigen Sonnenkorona. Kurze isolierte Phasen leichter Unruhe werden also wieder wahrscheinlicher. Die Ionosphäre ist inzwischen im Sommermodus und der ist gekennzeichnet von einer ziemlichen Delle in der Luftmasse rund um den Sonnenhöchststand, verursacht durch die Tagesdämpfung. Und die hat was damit zu tun, wie hoch die Sonne am Himmel steht. Wenn sich die Sonne also des Abends dem Horizont nähert, dann geht die Luft erstmal wieder hoch. Und dann kann sogar recht häufig das 15-Meter-Band aktiviert werden, mit Ausbreitung Richtung Südamerika und in die Karibik, teilweise bis in den späten Abend hinein. Das 20-Meter-Band öffnet inzwischen fast 18 Stunden. 40 und immer öfter auch 30 Meter sind rund um die Uhr nutzbar. Auf den Low-Bands liegt die Grey Line zunehmend ungünstig. Der Tag ist 4 Wochen vor der Sommersonnenwende halt schon nah an seiner Maximallänge. Sofern die Gewittertätigkeit weiter gering bleibt, erlaubt die ruhige Magnetik trotzdem noch kurze DX-Fenster.
So richtig Party gab es die letzten Tage auf 10 und vor allem 6 Meter aufgrund teils stundenlanger Schwarzgeber-Ausbreitung über die sporadische E-Schicht. Und am Mittwoch ist dann auch auf dem 2-Meter-Band der Knoten geplatzt. Und Platz 2 länger in Öffnungen Richtung Süd und Südwest. Prima, das lässt ja für die nächsten Tage auch wieder einiges hoffen. Blickt man in die italienischen Hitparaden der letzten Jahrzehnte, dann stößt man in den 1980ern oft auf Albano und Amena Power. Mit der Trennung des Ehepaars endete 1999 auch die gemeinsame musikalische Karriere. Aber vor einigen Jahren haben sie wieder zusammengefunden und plötzlich ein neues Album veröffentlicht. Mit Chi Sarà gewannen sie 1984 das Sanremo Musikfestival. Chi Sarà, es wird nicht. Hoffentlich viel Gott dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Woche haben wir schon darüber berichtet. Seit dem 6. Mai dieses Jahres dürfen die Funkamateure in Deutschland in Teilbereichen des 6 Meter Amateurfunkbandes nun die volle zugelassene Sendeleistung von 750 Watt in allen Betriebsarten nutzen. Bisher war nur 25 Watt zulässig. Diese neue Leistungsgrenze eröffnet geradezu spektakuläre Möglichkeiten. Mit Free Power und einer 5-Element-Monoband-Yagi bringt man nun immerhin 10 Kilowatt effektive Strahlungsleistung in die Luft. Damit eröffnen sich jetzt Betriebsarten wie Erde, Mond, Erde, Troposcatter und Meteorscatter. Über die Ausbreitung per Troposcatter hatten wir vergangene Woche einen ausführlichen Beitrag gesendet. Diese Betriebsart spielt im Bereich von 50 MHz bis 1 GHz eine große Rolle für über Horizontverbindungen von bis zu 1500 Kilometer je nach Sendeleistung. Auch im 6-Meter-Band geht Tropo hervorragend. Heute wollen wir aber eine weitere Ausbreitungsmethodik vorstellen, die ebenfalls nur mit sehr hohen effektiven Sendeleistungen möglich wird, und diese heißt Ionoscatter. Ionoscatter, auch manchmal als Ionophonscatter bezeichnet, kommt eigentlich nur im Frequenzbereich von 30 bis 70 MHz vor. Sie ist deshalb spezifisch für das 50 MHz Band mit gewissen Abstrichen aus dem 70 MHz Band. Letzteres ist in Deutschland aber nur zeitweise und sehr eingeschränkt zugelassen. Auch geben die dort zulässigen Sendeleistungen von nur 25 Watt diese Betriebsart momentan nicht her. Auf 6 Meter ist Ionoscatter allerdings ein Kracher. Also fangen wir mal an. Ionoscatter ist eine Ausbreitungsart für Funkverbindungen auf dem unteren UKW-Bereich. Dabei werden einfallende Funksignale an Turbulenzen in der D-Schicht der Ionosphäre gestreut. Das ist die unterste Schicht der Ionosphäre. Sie befindet sich in rund 80 Kilometer Höhe. Und das ist auch schon der bedeutendste Unterschied zum Troposcatter. Bei letzterem erfolgt die Streuung der Funkwellen an Luftschichten der Troposphäre, also dort, wo das Wettergeschehen stattfindet, je nach Region zwischen 8 Kilometer und 20 Kilometer hoch. Die D-Schicht der Ionosphäre liegt aber schon weit oberhalb des Wettergeschehens in ca. 80 Kilometer Höhe und ist davon komplett unabhängig. Bei Reflexionen und Streuungen per Ionoscatter in dieser Höhe ist die erzielbare Reichweite deutlich höher als bei Tropo, weil der Reflexionsbereich einfach viel weiter sichtbar ist. Typisch sind hier Distanzen von 1000 bis zu 2000 Kilometer, was deutlich über andere Ausbreitungsarten hinausgeht, auch deutlich über das schon mehrfach erwähnte Troposcatter. Wenn ich sage, die Funkwellen werden an der D-Schicht gestreut, dann wird auch ein anderer Mechanismus klar. Diese Ausbreitungsvariante funktioniert nur am Tag. Die D-Schicht der Ionosphäre tritt nur bei Sonneneinstrahlung auf und verfällt nach Sonnenuntergang sehr rasch binnen Minuten. Genau diese Schicht verhindert, dass auf Frequenzen unterhalb von 5 MHz am Tag nennenswerte Funkausbreitung herrscht. Wir alle wissen, dass 160 Meter und das Mittelwellen-Rundfunkband tagsüber praktisch tot sind und erst abends zum Leben erwachen. Was die Mittelwellenfreaks so nervt, ist für die Fragen des 6-Meter-Bandes gerade der Segen. Tagsüber geht es besonders gut, zumindest was Ionoscatter angeht. So toll das klingt, leider haben diese Streuungen von 6-Meter-Signalen an der Ionosphäre auch elementar Phasen. Was zurückkommt, ist äußerst schwach.
Kommerzielle und militärische Funktreppen setzen schon seit Jahren Ionusketterlinien ein. Sie benutzen dabei typischerweise 40 bis 50 Kilowatt Sender Ausgangsleistung und Antennen mit 20 dB Gewinn. Das macht in Summe also 5 Megawatt Effektivleistung. Da kommt man mit Amateurmitteln nicht mehr hin. Das mag für frühere Zeiten gelten. Aber seit Joe Taylor seine WSJT-Software veröffentlicht hat, haben sich die Verhältnisse geändert. Mit den neuen digitalen Betriebsarten dieses Programms kann man rund 10 dB Signal-Rausch-Verhältnis gegenüber Morse oder sogar 20 dB gegenüber SSB-Sprechfunk gewinnen. Bei gleicher Sendeleistung wohlgemerkt. Und damit gelingt es nun auch mit Amateurmitteln in das Ionusketta einzusteigen. Wie das genau geht, erfahren Sie gleich. Die Ausbreitungsart für Funkwellen, speziell im 6-Meter-Band, und das ist das Ionusketta. Wir haben gehört, dass die an der D-Schicht gestreuten Funksignale zwar äußerst zuverlässig, aber auch extrem schwach sind. Deutlich schwächer als beim allseits bekannten Tropusketta. Dazu kommt, die Signale sind üblicherweise sehr instabil, unterliegen starken Fading und kommen zerfetzt und unregelmäßig an, so wie bei allen Scatter-Betriebsarten. Das liegt daran, dass keine Reflexionen an einer klar definierten Schicht stattfindet, sondern eine diffuse Streuung an einem ganzen Bündel von Unregelmäßigkeiten. Das muss man sich vorstellen wie eine Wolke, die man mit einem starken Disco-Scheinwerfer anleuchtet. Man sieht einen unregelmäßigen Lichtkegel. Bei Ionusketterlinien gibt es einige Besonderheiten. Am besten geht es im Entfernungsbereich von 1200 bis 1400 Kilometern. Das liegt daran, dass der Ein- und Ausfallswinkel in die reflektierende D-Schicht da am günstigsten ist. Ist die Entfernung zu gering, ist der Auftreffwinkel zu steil. Die meiste Strahlung geht in den Weltraum verloren. Am anderen Ende ist bei rund 2000 Kilometer absolut die Grenze, weil dann die reflektierende Schicht in rund 80 Kilometer Höhe nicht mehr von beiden Funkpartnern sichtbar ist und hinter der Erdkrone verschwindet. Eine weitere Besonderheit von Ionusketta-Verbindungen ist, dass die Polarisation der Funkwellen erhalten bleibt. Es ist wichtig, da beide Partner die gleiche Antennenausrichtung nutzen müssen, also typischerweise horizontal. Bei anderen ionosphärischen Ausbreitungsarten ist das anders. Auf der normalen F2 oder Sporadik-E-Ausbreitung wird die Polarisation verwürfelt und ist nicht mehr feststellbar, wie die Kurzwellenamateure gemeinhin wissen. Noch etwas ist interessant. Bei sogenannten Möbel-Dellinger-Effekten geht Ionusketta besonders gut. Bei diesen verstärkt sich urplötzlich die D-Schicht so massiv, dass keinerlei Kurzwelle mehr durchdringt. Bei 6 Meter passiert aber genau das Gegenteil. Die verstärkte D-Schicht hebt Ionusketta-Signale um bis zu 20 dB oder 3 S-Stufen an. Ursache sind Sonneneruptionen, die die unterste Ionosphärenschicht für einige Zeit besser ionisieren. Ein großer Fortschritt im Hinblick auf die Leistungsbilanz ist die WSJT-Software vom Nobelpreisträger Joe Taylor. In Joes Zauberküche gibt es gleich 2 Betriebsmodi, die speziell für Ionusketta im 6-Meter-Band optimiert sind. Sie heißen JT6M und das etwas ältere ist Cat-A. Sie können über die Schaltreiter in der WSJT-X-Software per Mausklick ausgewählt werden. In beiden Fällen handelt es sich um Mehrfrequenz-Umtauschverfahren mit 30 Sekunden Sende- und Empfangsperioden. Die Bodrate beträgt 21,53 bzw. 43,07. Es werden 14,4 Zeichen pro Minute übertragen. Und so hört sich ein JT6M-Signal übrigens an. Was die Betriebstechnik angeht, so ist diese ziemlich identisch mit denjenigen, die man von Meteorscatter her kennt, also der Ausnutzung von Sternschnuppen Triebfunken. Man sendet in 30-Sekunden-Rhythmen gegenseitig und wartet, bis mal eine günstige Reflexion auftritt und etwas durchkommt. Eine Verbindung ist vollständig und gültig, wenn beide Rufzeichen, beide Rapporte und die Roger-Bestätigung durchgekommen ist. Ich hoffe, diese Darstellung der Ausbreitungsart von Ionusketta hat doch noch das eine oder andere Interesse hervorgerufen. Da es mit der neuen 750 Watt erlaubter Ausgangsleistung auf 6 Meter nun möglich wird, auch mal was auszuprobieren.
Ein neues Experimentierfeld ist eröffnet. High-Power-Betriebsarten im 5 GHz-Bereich. Ich wünsche viel Erfolg mit diesem Experimentieren. Bis zum nächsten Mal. Die Firma Delta Golf 9, Mike Fox Golf. Für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Engler, Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Ja, wären Sie an technischen Details wie der Filzstärke oder Empfangsqualität interessiert. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Bitte geben Sie, sofern vorhanden, Ihr Rufzeichen an, damit der Versand über die QSL-Vermittlung des Clubs erfolgen kann. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.